Deutsch lernen durch Hören. Verwechslung Gaspedal mit Bremse. Nico will heute mit dem Auto zu seinem Freund Tom fahren. Er hat ihn lange nicht gesehen. Tom wohnt in Bayern. Hier gibt es viele Berge. Tom kommt aus Hannover. Dort ist das Land flach. Die Straßen sind meist gerade. Nico ist es nicht gewohnt, Kurven oder steile Wege mit dem Auto zu fahren. Den größten Teil der weiten Strecke benutzt Nico die Autobahn. Es ist eine lange Fahrt. Nach 600 Kilometern muss Nico von der Autobahn abfahren. Sein Handy zeigt ihm die restliche Strecke an. Oh je, jetzt kommen die Kurven und die Berge. Nico macht eine kleine Pause auf einem Parkplatz. Er ist müde von der langen Fahrt. Ein Becher Kaffee wird mir helfen. Es sind noch 60 Kilometer. Dann bin ich endlich da. Nach der kurzen Unterbrechung geht die Fahrt weiter. Nico muss enge Kurven und steile Berge bewältigen. Er fährt langsam und konzentriert. Es geht alles gut. Endlich sieht er das Ortsschild hinter Tupfingen. Erleichtert atmet Nico auf. Am Ortseingang ist ein Kreisverkehr. Es sind weniger Autos unterwegs. Nur ein Traktor fährt von gegenüber in den Kreisel ein. Nico muss ihm die Vorfahrt lassen. Er will auf die Bremse treten, aber sein Wagen fährt nach vorne. Nico hat die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt. So etwas ist ihm noch nie zuvor passiert. Der Fahrer des Traktors schimpft und bremst ebenfalls. Aber ein Zusammenstoß lässt sich nicht mehr vermeiden. Zum Glück ist niemandem etwas passiert. Auch der Traktor ist unbeschädigt. Aber Nikos Auto hat eine große Beule an der Seite. Sein linkes Vorderrad ist blockiert. So kann er nicht weiterfahren. Der Traktorfahrer ist ärgerlich. Er schimpft laut in seinem bayerischen Dialekt. Nico kann ihn nicht verstehen. Er greift zum Handy und ruft Tom an. »Tom, kannst du mich bitte abholen? Ich hatte einen Unfall und stehe hier im Kreisel.« »Was? Ja, ich habe die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt. Mit einem Traktor bin ich zusammengestoßen. Ich verstehe den Mann nicht. Er redet Dialekt. Bitte hol mich hier ab.« Kurz darauf erscheint Tom. Gemeinsam mit dem Traktorfahrer schieben sie Nikos Auto auf die Seite. »So, das hätten wir. Jetzt steigst du bei mir ein. Wir fahren beim Werner vorbei. Er hat hier im Ort eine Werkstatt. Du bleibst ja ein paar Tage hier. Er hat also genug Zeit, um den Wagen zu reparieren. Aber auf einen Scherz musst du dich vorbereiten.« »Was für ein Scherz?« Tom lacht. »Er will dir bestimmt 2 große Aufkleber kleben. Gas und Bremse. Das macht er immer so. Du bist nämlich nicht der Einzige, der diese beiden Pedale verwechselt.« Jede Woche in der Werkstatt. Nico ist nach dem Urlaub in Bayern wieder zurück in Hannover. Er hatte einen Unfall. Der Schaden wurde so weit repariert, dass er die Rückreise machen konnte. Aber die Tür auf der Fahrerseite klemmt immer noch. Sein Auto muss noch einmal in die Werkstatt. Zum Glück braucht Nico seinen Wagen in der Stadt nur selten. Er fährt meistens mit dem Bus. Nico hat heute einen Termin in der Autowerkstatt. Als er dort ankommt, begrüßt ihn eine junge Frau.
Hallo, du bist der Nico? Bei dir ist etwas verklemmt? Nico lacht. Nicht bei mir, aber die Tür lässt sich nur schwer öffnen. Bei einem Unfall ist das gefährlich. Okay, ich bin Eileen. Ich sehe mir den Schaden einmal genau an. Nico beobachtet Eileen. Was für eine tolle Frau, denkt er. Sie untersucht die Tür. Wir müssen Ersatzteile bestellen. Du solltest den Wagen hier lassen. Wir melden uns, wenn die Reparatur erledigt ist. Nico nickt. Okay, hier ist meine Telefonnummer. Nach einer Woche meldet sich Eileen bei Nico. Der Wagen ist fertig, du kannst ihn abholen. Nico holt am Nachmittag sein Auto aus der Werkstatt. Auf der Heimfahrt überlegt er, wie er Eileen wiedersehen kann. Er hat eine Idee. Mit dem Handy ruft er in der Werkstatt an. Hallo, hier ist Nico. Kann ich bitte Eileen sprechen? Hallo Eileen, bei dem Auto macht noch etwas Geräusche. Kannst du dir das bitte anschauen? Ich könnte gleich vorbeikommen. Eileen untersucht das Auto erneut. Sie hört kein Geräusch. Nico kann wieder heimfahren. Aber er muss immer an Eileen denken. Er hat sich verliebt. Aber Nico ist sehr schüchtern. Er traut sich nicht, Eileen direkt anzusprechen. Er erfindet jetzt ständig neue Mängel am Auto. Alle paar Tage fährt er in die Werkstatt, nur um Eileen zu sehen. Heute ist er wieder dort. Eileen, schau dir bitte dieses Rad an. Es macht seltsame Geräusche beim Fahren. Eileen schüttelt den Kopf. Nico, das Rad ist völlig in Ordnung. Und du bist auch in Ordnung. Warum gehen wir nicht einfach zusammen einen Kaffee trinken? Das ist sicher viel billiger. Und es ist gemütlicher, als hier in der Werkstatt immer wieder dein Auto anzuschauen. Nico fühlt sich erwischt. Du hast mich durchschaut. Soll ich dich heute Abend abholen? Eileen ist einverstanden. Ja, gerne. Aber wir fahren lieber mit dem Bus. Dein Auto ist ja ständig kaputt. Wohngenossenschaft. Eileen und Nico sind seit einem Jahr ein Paar. Sie möchten gerne eine gemeinsame Wohnung haben. Ihre eigenen Wohnungen sind beide zu klein. Daher suchen sie zusammen eine Dreizimmerwohnung. Das Wohnen in der Stadt ist jedoch teuer. Eileen hat eine Idee. Wir könnten in eine Wohngenossenschaft eintreten. Mein Bruder ist beim Spar- und Bauverein. Dort sind die Wohnungen viel günstiger als bei privaten Vermietern. Nico hat noch nie von einer Wohngenossenschaft gehört. Was ist das für ein Verein? Eileen erklärt. Eine Wohngenossenschaft besteht aus vielen Mitgliedern. Man muss dort eintreten. Man zahlt ein paar hundert Euro als Kaution. Das Geld kommt auf ein sicheres Konto. Mit dem Geld der Mitglieder baut die Genossenschaft Wohnungen. Diese werden dann günstig an die Mitglieder vermietet. Nico nickt. Das klingt gut. Und wenn man in eine andere Stadt umziehen muss, was passiert dann mit der Einlage? Die bekommt man dann wieder zurück. Wir sollten meinen Bruder fragen, ob er mit seiner Genossenschaft zufrieden ist. Heute haben Nico und Eileen einen Termin bei der Wohngenossenschaft. Frau Heinz erwartet sie in ihrem Büro. Sie hat schon alle Unterlagen vorbereitet. Sie müssen beide in unserem Verein beitreten. Jeder muss 750 Euro einzahlen. Nico hat noch ein paar Fragen.
Bekommen wir dann sofort eine Wohnung? Frau Heinz schüttelt den Kopf. Das glaube ich nicht, aber wir setzen Sie auf die Warteliste. Wir haben sehr viele Wohnungen in Hannover. Wenn eine passende Wohnung frei wird, dann melden wir uns bei Ihnen. Eileen möchte wissen, müssen wir dann noch zusätzlich eine Mietssicherheit zahlen? Sie haben ja bereits unsere Einlage. Frau Heinz erklärt. Die Einlage ist sozusagen Ihr Eintrittsgeld für unseren Verein. Mit diesem Geld arbeiten wir. Davon bauen wir Wohnungen. Eine Kaution müssen Sie trotzdem zahlen. Nico stöhnt leise. Das ist viel Geld auf einmal. Aber Sie bekommen es ja zurück, wenn Sie austreten. Und wir zahlen sogar Zinsen für die Einlage. Bedenken Sie auch, dass unsere Wohnungen viel günstiger sind als die Wohnungen von privaten Vermietern. Auf die Dauer gesehen lohnt sich das wirklich. Nico und Eileen wollen es sich genau überlegen. Sie nehmen die Unterlagen mit zu Nico nach Hause. Nach einem weiteren Blick in die Wohnungsanzeigen sagt Nico: Ich denke, wir sollten doch in die Genossenschaft eintreten. Wenn ich die Preise hier sehe, wird mir ganz schwindelig. Eileen stimmt ihm zu. Ja, das machen wir. Ich bringe die Unterlagen morgen früh bei Frau Heinz vorbei. Vielleicht haben wir Glück und bekommen schnell eine Wohnung. Verabschiedung. Eileen ist schwanger. Sie bekommt in ein paar Wochen ihr erstes Kind. Heute ist ihr letzter Arbeitstag in der Autowerkstatt. Ab morgen hat sie Mutterschaftsurlaub. Eileens Kollegen finden es schade, dass sie nun eine ganze Weile nicht mehr arbeitet. Aber sie freuen sich mit ihr auf das Baby. Sie haben für Eileen eine Überraschung vorbereitet. Zum Abschied wollen sie nach Feierabend ein Fest mit ihr feiern. Eileen ahnt von allem nichts. Der Tag verläuft wie jeder andere. Niemand sagt ihr ein paar nette Worte oder Auf Wiedersehen. Um 18 Uhr schließt die Werkstatt. Eileen packt ihre Tasche. Sie räumt ihre Sachen aus dem Schrank. Sie denkt: Heute ist mein letzter Arbeitstag. Keiner meiner Kollegen hat mir Glück gewünscht. Ich glaube, sie mögen mich gar nicht. Sie sind froh, dass ich weg bin. Traurig geht sie noch einmal durch die dunkle Werkstatt. Plötzlich gehen alle Lichter an. Ihre Kollegen stehen vor der Tür und klatschen. Mark hält einen riesigen Kuchen mit vielen Kerzen. Ihr Freund Nico ist auch dabei. Mark sagt: Du hast doch nicht gedacht, dass wir dich ohne Verabschiedung gehen lassen. Jetzt wird gefeiert. Im Pausenraum haben die Kollegen den Tisch gedeckt. Jeder hat etwas zum Essen mitgebracht. Die Getränke hat Eileens Freund Nico besorgt. Der Chef nimmt Eileen vorsichtig in den Arm. Liebe Eileen, es ist so schade, dass du uns jetzt verlassen musst. Aber wir wünschen dir alles Gute. Wenn das Kind im Kindergarten ist, dann kommst du wieder. Das musst du uns versprechen. Und jetzt wird gefeiert. Es wird eine schöne Verabschiedung. Eileen bekommt viele kleine Geschenke für das Baby und eine Glückwunschkarte. Hier haben alle Kollegen und der Chef unterschrieben. Ich freue mich so über die Geschenke, sagt Eileen. 1000 Dank an alle. Aber das schönste Geschenk ist für mich, dass ihr mich in 3 Jahren wieder haben wollt. So liebe Kollegen findet man nicht überall. Nico nickt. Ja, das stimmt. Diese Firma ist wie eine kleine Familie.
Ich denke mal, dass an unserem Kinderwagen regelmäßig etwas repariert werden muss. Du wirst sicher jede Woche damit in die Werkstatt fahren müssen. Jetzt müssen alle lachen. Sie kennen ihre Eileen. Sie ist mit Herz und Seele Automechanikerin. So schnell werdet ihr mich nicht los. Kreissaal. Eileen und Nico haben heute eine Führung durch den Kreissaal gebucht. Die Hebamme zeigt ihnen alle Räume. Eileen bekommt in den nächsten Tagen ihr erstes Kind. Sie hat viele Fragen. Ich möchte wissen, warum es Kreissaal heißt. Der Raum ist doch nicht rund. Die Hebamme muss lachen. Diese Frage höre ich bei jeder Führung. Der Name kommt nicht von Kreis. Kreisen ist ein ganz altes Wort. Es bedeutet so viel wie schreien. Eine Geburt kann schmerzhaft sein. Frauen sind während der Geburt selten stumm. Mehr möchte die Hebamme nicht sagen. Sie sieht, dass Eileen ängstlich ist. Nico entdeckt in einem Nebenraum eine große Badewanne. Hier passen ja mindestens 2 Personen rein. Die Hebamme nickt. Ja, das stimmt. Hier kann sich die Mutter vor der Geburt entspannen. Auch der Vater kann mit in die Wanne. Das beruhigt die Mütter oft. Manche Frauen bekommen sogar ihr Kind in der Badewanne. Nico ist erstaunt. Unter Wasser? Kann das Kind nicht dabei ertrinken? Jetzt antwortet Eileen. Nein, davon habe ich schon gelesen. Das Kind ist ja im Bauch auch nicht an der Luft. Es atmet erst kurz nach der Geburt mit der Lunge. Da kann nichts passieren. Eileen schaut sich die Badewanne genau an. Ich denke, ich werde die Wassergeburt probieren. Und du kommst mit in die Wanne, Nico. Nico zögert. Also gut, wenn du das unbedingt willst. Also muss ich eine Badehose in deine Tasche packen, wenn die Wehen beginnen. Die Hebamme zeigt den beiden noch verschiedene andere Dinge, die im Kreissaal vorhanden sind. Es gibt einen Hocker, einen großen Sitzball und sogar ein dickes Seil mit Knoten, das von der Decke hängt. Manche Frauen hängen sich während der Geburt an das Seil. Sie nutzen die Schwerkraft für die Geburt. Oft geht es dann schneller. Aber das muss jede Frau selbst entscheiden. Sie dürfen hier alles benutzen. Eileen wird langsam mutiger. Die Hebamme macht einen sehr netten Eindruck. Der Kreissaal sieht gemütlich aus. Ich kann nicht sagen, dass ich mich auf die Geburt freue, aber ich glaube, hier bin ich in Sicherheit. Es wird schon alles gut gehen. Die Hebamme nickt. Das schaffen Sie, und wenn Sie Schmerzmittel benötigen, bekommen Sie sie auch. Denken Sie immer daran, die wenigsten Kinder wollen für immer im Bauch bleiben. Die meisten möchten irgendwann ihre Eltern kennenlernen. Und Sie möchten sicher diesen dicken Bauch wieder loswerden. Wir helfen Ihnen dabei. Nico nimmt Eileens Hand. Ich bin ja bei dir. Das schaffst du. In diesem Moment bewegt sich das Baby heftig in Eileens Bauch. Eileen ist plötzlich erschrocken. Anscheinend wird es dem Kind langweilig im Bauch. Ich glaube, es will heute schon raus. Die Hebamme reagiert sofort. Okay, das ist perfektes Timing. Junger Mann, fahren Sie heim, holen Sie die Tasche für die Mutter. Und vergessen Sie Ihre Badehose nicht. Gibt's Probleme? Es ist ein warmer Frühlingsabend. Deshalb möchten Tito und seine Freundin heute in den Biergarten gehen.
Sie parken auf dem Parkplatz des Biergartens. Als sie aus dem Auto steigen, versucht ein Auto hinter ihnen, den Parkplatz zu verlassen. Das Auto kommt Titos Auto sehr nahe. Sie hören ein Geräusch. Tito glaubt, dass das andere Auto gegen sein Auto gefahren ist. Er hat es aber nicht gesehen. Aufgeregt klopft er an das andere Auto. Das Auto hält an und der Fahrer öffnet das Fenster. Er fragt: »Was ist los?« »Ich glaube, Sie sind gegen mein Auto gefahren. Können wir zusammen?« Der Fahrer lässt Tito nicht ausreden. Er unterbricht ihn. »Ich habe Ihr Auto nicht berührt.« »Ich habe aber ein Knacken gehört.« »Können wir kurz nachsehen, ob Sie einen Schaden verursacht haben?« versucht Tito es erneut. »Wenn Ihr Auto einen Schaden hat, heißt das nicht, dass ich schuld bin. Vielleicht haben Sie ihn selbst verursacht«, antwortet der Fahrer. Während die beiden Männer diskutieren, gesellt sich eine fremde Frau zu ihnen. »Gibt es ein Problem?« fragt sie. »Ich bin die Wirtin vom Biergarten. Kann ich irgendwie helfen?« Die beiden Männer erzählen, was passiert ist. Die Wirtin schaut sich die beiden Autos nacheinander an. »Ich sehe keinen Schaden, weder an dem einen noch an dem anderen Auto«, erklärt die Wirtin. »Dann muss wohl etwas anderes den Lärm verursacht haben. Tut mir leid, dass wir Sie aufgehalten haben«, entschuldigt sich Tito. Es ist ihm peinlich, dass er sich geirrt hat. »Schon gut«, sagt der andere Fahrer. »Ich hätte wahrscheinlich das Gleiche getan wie Sie.« Ich kenn dich von Kopf bis Fuß. Keine weiß so viel über dich. Ich liebe dich genau wie Gott dich schuf. Denn für mich bist du einzigartig. Jemanden wie dich gibt es nicht nochmal. Du hebst dich von all den anderen ab. Du bist so liebevoll und auch loyal. Du bist mein vierblättriges Kleeblatt. Und wenn ich in deine Augen sehe, dann werd ich ein bisschen schwach. Du ziehst mich so sehr an wie ein Magnet, wie du strahlst und wie du lachst. Ich will nie wieder weg von hier, denn ich gehör zu dir, 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 ich gehör zu dir. Und die Art, wie du mich so ansiehst, macht meine Knie weich und schwach. Ich weiß nicht ganz, wie mir geschieht. Du bist mein vierblättriges Kleeblatt. Und wenn ich in deine Augen sehe, dann werd ich ein bisschen schwach. Du ziehst mich so sehr an wie ein Magnet, wie du strahlst und wie du lachst. Ich will nie wieder weg von hier, denn ich gehör zu dir, 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 ich gehör zu dir. Wenn ich in deine Augen sehe,
machst du mich ganz schwach. Du ziehst mich an wie ein Magnet, wie du strahlst und wie du lachst. Ich will nie wieder weg von hier. Ich will nie wieder weg. Ich will nie wieder weg von hier. Denn ich gehör zu dir. Ich gehör zu dir. Ich gehör zu dir. Ich gehör zu dir. Oh, ich gehör zu dir. Ich gehör zu dir. Ich gehör zu dir. Ein Baumhaus kaufen. Mia liebt die Natur. Sie verbringt ihre Tage gern draußen im Wald. Dort genießt sie die Ruhe und hört den Vögeln zu. Ich hätte so gerne ein Baumhaus. Dann könnte ich im Wald leben. Ich würde jedes Wochenende im Baumhaus verbringen. Ihr Freund Max schlägt ihr vor: Bau dir doch selbst ein Baumhaus. Du brauchst nur genug Holz und etwas Werkzeug. Ach Max, das wird nicht gelingen. Ich bin sehr ungeschickt. Das Baumhaus muss wohl ein schöner Traum bleiben. Heute ist Mia wieder im Wald. Sie wandert einen schmalen Weg entlang. An einem kleinen Bach macht sie eine Pause. Plötzlich klingelt ihr Handy. Es ist Max. Mia nimmt das Gespräch entgegen. Hallo Mia, ich habe eine wunderbare Nachricht für dich. Du kennst doch Herrn Klein. Ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Er hat mir erzählt, dass er das Baumhaus seiner Kinder verkaufen will. Es liegt im Ostwald. Mia freut sich. Wirklich? Das wäre ja wundervoll. Ich liebe den Ostwald. Max gibt Mia die Nummer von Herrn Klein. Mia ruft ihn sofort an. Sie verabreden sich für den Nachmittag beim Baumhaus. Mia kommt als Erste beim Baumhaus an. So kann sie es sich in aller Ruhe anschauen. Es ist wirklich wunderschön. Es sind sogar richtige Fenster eingebaut. Hoffentlich ist es nicht zu teuer. Herr Klein erscheint. Er bemerkt, dass Mia sehr an dem Haus interessiert ist. Hallo Mia, ich sehe, du hast das Haus schon ins Herz geschlossen. Meine Kinder haben hier oft ihre freie Zeit verbracht. Wir werden uns mit dem Preis sicher einig. Das Baumhaus ist nicht so teuer, wie Mia befürchtet hatte. Ich überweise Ihnen das Geld gleich morgen, Herr Klein. Herr Klein lächelt. Er freut sich über Mias Begeisterung. Ich glaube, das Haus ist bei dir in guten Händen. Ich wünsche dir viele glückliche Momente hier im Wald. Hier ist der Schlüssel. Mia ist glücklich. Sie verbringt ab jetzt jede freie Minute in ihrem kleinen Paradies. Mein größter Wunsch ist wahr geworden. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Ab und zu darf Max sie besuchen. Schließlich hat er ihr ja den Tipp gegeben. Aber meistens möchte Mia einfach nur ihre Ruhe haben. Fortsetzung folgt. Vor allem Ruhe. Mia hat ein Baumhaus im Ostwald. Sie verbringt viel Zeit dort. Weißt du, Max, die Ruhe dort ist herrlich. Man hört nur die Geräusche des Waldes. Das Rauschen der Bäume beruhigt mich sehr. Tagsüber zwitschern die Vögel. Nachts höre ich manchmal eine Eule. Neulich ist sogar ein Reh ganz dicht an meinen Baum herangekommen. Das Leben dort ist wunderbar. Nur Max darf sie gelegentlich besuchen.
Dann liegen sie auf der Matratze und hören der Natur zu. Heute freut sich Mia ganz besonders. Sie hat Urlaub und kann 3 Wochen lang im Baumhaus bleiben. Strom gibt es dort natürlich nicht. Mia hat sich eine Autobatterie mitgebracht. Hiermit kann sie ihren Elektrokocher und einen kleinen Kühlschrank betreiben. Ein ganz klein wenig Luxus brauche ich auch im Wald. Ich möchte morgens meinen Kaffee trinken. Und mein Gemüse soll ein paar Tage frisch bleiben. Sonst müsste ich jeden Tag einkaufen fahren. Es dauert eine Weile, bis Mia ihre Vorräte auf den Baum gebracht hat. Aber jetzt ist alles verstaut. Mia sitzt mit einer Tasse Kaffee oben im Baumhaus und schaut in den Wald hinunter. Sie atmet die gute Luft tief ein. So könnte es für immer sein. Diese Ruhe ist himmlisch. Plötzlich hört sie Stimmen. Sie sind ganz in der Nähe. Was für eine dumme Idee! Wir hätten vorhin nach rechts gehen sollen. Aber du musstest ja unbedingt den schmalen Weg nehmen. Jetzt haben wir uns verlaufen. Reg dich nicht auf, wir können ja umkehren. Wir gehen einfach den gleichen Weg wieder zurück. Die Stimmen werden lauter. 2 Männer streiten sich. Sie stehen jetzt fast direkt unter Mias Baum. Mia ruft: »Hallo da unten!« Die Männer erschrecken sich. Sie schauen nach oben. Mia winkt. »Hier bin ich! Haben Sie sich verlaufen? Sie müssen einfach nur den Weg weitergehen. Dann kommen Sie an eine Kreuzung. Da müssen Sie links abbiegen. Das ist der Weg ins Dorf.« Die beiden Männer bedanken sich. »Können wir hier eine kurze Pause machen? Der Platz ist wirklich schön.« Mia überlegt. »Ja, natürlich. Aber bitte verraten Sie niemandem, wie schön es hier ist. Sonst kommen immer mehr Leute hier vorbei. Ich möchte hier vor allem meine Ruhe haben. Kommen Sie hoch. Ich habe gerade Kaffee gekocht. Es ist genug für alle da.« Aber sie denkt, hoffentlich passiert so etwas nicht jeden Tag. Dann ist es mit der Ruhe schnell vorbei. Fortsetzung folgt. Urlaub mal anders. Mia macht Urlaub in ihrem Baumhaus im Ostwald. Sie möchte sich in der Natur entspannen. Mia hat nur das Nötigste mitgenommen. Das ist mal ein ganz anderer Urlaub. Absolute Ruhe und Erholung. Ich werde nach 3 Wochen ein ganz neuer Mensch sein. Die Einsamkeit im Wald wird nur gelegentlich durch ein paar verirrte Wanderer unterbrochen. Mia ist gastfreundlich. Sie bietet den Leuten etwas zu trinken an. Aber sie ist froh, wenn sie endlich weitergehen. Heute regnet es. Seit dem frühen Morgen gießt es in Strömen. Mia macht das nichts aus. Zum Glück ist das Dach ziemlich neu und hält das Wasser gut ab. Ich werde einfach im Bett bleiben und lesen. Ein fauler Tag ist auch mal schön. Mia hat immer gute Laune, wenn sie im Wald ist. Daran kann auch ein Regentag nichts ändern. Sie putzt sich die Zähne. Dann wäscht sie sich in einem kleinen Eimer. Ein Badezimmer gibt es in dem Baumhaus nicht. Früher hatten die Menschen auch kein Bad. Es geht auch ohne fließendes Wasser aus der Leitung. Dann fällt ihr etwas ein. Ich kann Regenwasser sammeln. Zum Putzen und Abwaschen ist es perfekt. Ich brauche dann nicht so viel neues Wasser zu holen. Mia hängt ihren Eimer an einen Ast. Langsam, aber stetig füllt er sich mit Regenwasser. Das ist ein richtiger Natururlaub. Und das Schöne, es ist fast alles kostenlos. Nach einiger Zeit ist der Eimer fast voll.
Mia will ihn wieder ins Haus holen. Aber der Eimer ist durch das Wasser sehr schwer geworden. Mia hat Mühe, ihn durch das kleine Fenster zu bekommen. Das war wohl doch keine so gute Idee. Mia muss den Eimer zur Hälfte wieder leeren. An dem Wasserproblem muss ich noch arbeiten. Aber zum Abwaschen reicht die Menge auf jeden Fall. Und genau das wird Mia jetzt tun. Ein Regentag ist immer perfekt für Hausarbeit. Fortsetzung folgt. Der alte Mann ohne Dach. Mia macht Urlaub in ihrem Baumhaus im Wald. Heute muss sie in die Stadt. Sie will ihre Vorräte erneuern. Sie braucht Brot, Gemüse, löslichen Kaffee und vor allem frisches Wasser. Mia bummelt gemütlich durch die Geschäfte. Sie hat es nicht eilig. Ich habe ja Urlaub. Da kann ich alles gemütlich machen. Vor dem Lebensmittelgeschäft fällt ihr ein alter Mann auf. Er sitzt auf einem Stück Pappe und spielt leise auf einer Mundharmonika. Neben ihm auf der Erde steht ein Becher. Es sind ein paar Eurostücke darin. Der Mann sieht arm aus, aber er wirkt nicht unglücklich. Mia hört der Musik eine Weile lang zu. Der Mann kann wirklich sehr gut spielen. Sie holt ihren Geldbeutel aus der Tasche und steckt einen 10-Euro-Schein in den Becher. Der Mann hört auf zu spielen. »Das ist viel zu viel, junge Frau, aber vielen Dank, ich kann es gut gebrauchen.« Mia lädt den Mann auf einen Becher Kaffee ein. Sie möchte wissen, wo er nachts schläft. »Jetzt im Sommer schlafe ich im Park. Da ist es schön ruhig. Ich brauche kein Dach. Im Winter wird es etwas ungemütlich. Da muss ich mir eine Unterkunft suchen. Aber bis zum Winter dauert es ja noch einige Wochen. Es findet sich immer eine Lösung.« Mia fragt weiter. »Aber möchten Sie nicht eine richtige Wohnung haben?« Der Mann lächelt. »Nein, ich bin der alte Mann ohne Dach. So nennen mich die Leute hier. Ich brauche die Natur um mich herum. In einer Wohnung fühle ich mich eingesperrt.« Mia kann das gut verstehen. Sie lebt auch am liebsten im Wald. Allerdings nur in der warmen Jahreszeit. Sie möchte im Winter lieber in ihrer kleinen Wohnung sein. »Ich will nicht frieren.« Mia erzählt dem Mann von ihrem Baumhaus. Er lächelt. »Mir macht die Kälte nichts aus. Ich brauche keine Heizung. Aber im Winter ein Dach über dem Kopf zu haben, das wäre schon schön.« Mia hat eine Idee. Vielleicht kann sie dem alten Mann über den Winter helfen. Aber sie sagt noch nichts. Sie will es sich ganz genau überlegen. »Sind Sie morgen auch hier vor dem Supermarkt?« Der Mann nickt. »Ja, diese Woche bin ich noch hier.« Mia verabschiedet sich. In Gedanken versunken geht sie zurück zu ihrem Auto. Fortsetzung folgt. Überleg dir das gut. Mia möchte einem alten Mann helfen, der eine Unterkunft für den Winter braucht. Sie hat eine Idee, aber sie möchte das erst mit ihrem Freund Max besprechen. Es ist immer gut, eine zweite Meinung zu hören. Max ist von der Idee zunächst nicht sehr begeistert. »Du kennst den Mann doch gar nicht. Vielleicht ist er ein Dieb. Er könnte deine Sachen stehlen. Überleg dir das gut.« Mia lacht. »Aber Max, im Baumhaus gibt es nicht viel zum Stehlen. Ich habe immer nur das Nötigste dorthin gebracht. Ein alter Wasserkocher und ein paar Vorräte sind dort. Und eine Autobatterie für den kleinen Kühlschrank. Mehr habe ich dort nicht.
Ich finde die Lösung ideal. Im Winter werde ich ganz sicher nicht im Baumhaus übernachten. Das ist mir viel zu kalt. Aber der alte Mann ohne Dach hat gesagt, dass ihn die Kälte nicht stört. Außerdem könnte er über den Winter auf das Baumhaus aufpassen. So hätten wir beide etwas davon. Max lässt sich überzeugen. Er möchte den alten Mann kennenlernen. Sie gehen gemeinsam zu dem Supermarkt. Der Mann sitzt am selben Platz wie gestern. Er spielt wieder auf der Mundharmonika. Als er Mia bemerkt, nickt er ihr freundlich zu. Mia holt für jeden einen Becher Kaffee. Dann macht sie dem alten Mann ihren Vorschlag. Also, es ist so. Ich brauche für den Winter jemanden, der auf mein Baumhaus aufpasst. Es ist im Ostwald. Im Sommer wohne ich oft dort. Aber im Winter wird mir das zu kalt. Da bleibe ich lieber in meiner Stadtwohnung. Möchten Sie einen Job für den Winter haben? Sie müssten nur im Baumhaus wohnen und aufpassen, dass nichts passiert. Vielleicht müssten Sie gelegentlich ein Brett ersetzen. Das Dach müsste auch vor dem Winter dicht gemacht werden. Ich kann Ihnen nichts dafür bezahlen, aber Sie könnten dort wohnen. Ich würde Ihnen regelmäßig Essen und Wasser bringen. Was halten Sie von dem Angebot? Der Mann lächelt. Das ist sehr großzügig. Haben Sie sich das gut überlegt? Mia nickt. Ja, wir haben beide etwas davon. Sie haben im Winter ein Dach über dem Kopf und ich weiß, dass mein Haus in guten Händen ist. Wer so schöne Musik macht, der kann kein schlechter Mensch sein. Was für ein schöner Besuch! Niklas besucht heute seinen Freund Thomas. Er hat ihn seit Jahren nicht gesehen. Thomas wohnt auf dem Land. Er hat einen alten Bauernhof renoviert. Dort lebt er gemeinsam mit ein paar Kühen. Die Tiere hat er zusammen mit dem Hof gekauft. Sie sollen dort alt werden. Thomas ist ein großer Tierfreund. Hallo Thomas, du hast es aber schön hier. Niklas ist begeistert. Er schaut sich alles genau an. Thomas hat einen großen Garten. Dort wächst Obst und Gemüse. Es gibt auch ein Gewächshaus. Niklas interessiert sich für die zarten Pflanzen. Er hat zu Hause nur ein paar Kakteen. Die muss ich nicht regelmäßig gießen. Alle anderen Pflanzen überleben bei mir leider nicht. Thomas lächelt. Nun, man muss sich schon ein bisschen um die Pflanzen kümmern. Aber lass uns jetzt ins Haus gehen. Ich habe den Tee schon fertig. Was machst du denn mit den Kühen? Niklas streichelt eine Kuh. Sie ist ihnen bis zur Haustür gefolgt. Verkaufst du jetzt Milch? Thomas schüttelt den Kopf. Nein. Die Kühe sind noch von dem ehemaligen Besitzer. Sie sind alt und geben keine Milch mehr. Er wollte sie nicht zum Metzger geben. Sie dürfen bei mir einfach leben. Sie sind jetzt hier in Rente. Das findet Niklas sehr schön. Er trinkt gerne Milch. Aber er findet, man darf Tiere nicht ausnutzen. Thomas schenkt ihm Tee in einen großen Becher ein. Möchtest du Sahne dazu? Ich habe welche aus Hafermilch. Die schmeckt auch sehr gut zum Tee. Niklas probiert es gerne. Die beiden unterhalten sich lange. Sie reden über ihre Kindheit. Thomas und Niklas sind zusammen zur Schule gegangen. Jeder hat seitdem viel erlebt. Als es Abend wird, muss Niklas wieder nach Hause fahren. Ach, Niklas, das war ein schöner Besuch. Bitte komm bald wieder. Beim nächsten Mal bekommst du auch selbstgebackene Kekse. Ich habe da ein spezielles Rezept. Niklas verspricht, na klar,
Ich komme in 2 Wochen wieder. Schön, dass wir uns nach der langen Zeit wieder getroffen haben. Fortsetzung folgt. Selbstgebacken. Thomas wohnt auf dem Land. Er hat einen alten Bauernhof übernommen. In seinem Garten wächst alles, was er zum Leben braucht. Er hat ein Gewächshaus. Dort züchtet er seltene Pflanzen. Sie brauchen viel Pflege und besonderes Licht. Einige davon nutzt er als Gewürze beim Kochen. Andere findet er einfach nur schön zum Anschauen. Heute erwartet Thomas seinen Freund Niklas zu Besuch. Er hatte ihm beim letzten Besuch versprochen, für ihn Kekse zu backen. Für den Teig braucht Thomas spezielle Kräuter. Er schaut im Gewächshaus, ob er schon etwas ernten kann. Thomas hat Glück. Ein Strauch hat schon viele Blätter. Davon schneidet er ein paar. Thomas muss sich ein bisschen beeilen. In 2 Stunden wird Niklas kommen. In der Küche mischt er Mehl, Zucker, etwas Salz und Öl in einer Schüssel. Dann mischt er die Kräuter in den Teig. Es duftet jetzt schon herrlich. Als Niklas ankommt, sind die Kekse fertig. Oh, das duftet aber wunderbar. Was sind denn das für Gewürze in den Keksen? Niklas ist etwas misstrauisch. Er weiß, Thomas probiert gelegentlich seltsame Rezepte aus. Die Ergebnisse sind nicht immer sehr lecker. Aber essen muss man es trotzdem. Man soll kein Essen wegwerfen. Das ist aus meinem Gewächshaus. Es ist nicht giftig. Du kannst ohne Sorgen davon essen. Die Kekse schmecken tatsächlich sehr gut. Dazu gibt es Tee. Die beiden unterhalten sich und lachen viel. Thomas, jetzt verrate mir doch bitte, was du in den Teig getan hast. Welche Kräuter sind das denn? Thomas lächelt. Du denkst sicher, ich hätte etwas Verbotenes hineingemischt. Aber es ist nur eine Handvoll Majoran. Wenn man ihn backt, bekommt er ein spezielles Aroma. Niklas ist beruhigt. Er muss nachher noch Auto fahren. Da muss er einen klaren Kopf behalten. Ich packe dir für zu Hause noch ein paar Kekse ein, sagt Thomas. Ich habe extra viel gebacken. Du kannst eine ganze Dose davon mitnehmen. Niklas freut sich, aber er weiß auch, Thomas hat sich in der Menge verschätzt. Er hat viel zu viel gemacht. Und Essen darf man nicht wegwerfen. Fortsetzung folgt. Thomas wurde verhaftet. Heute machen Clara und Vera einen Ausflug mit dem Fahrrad. Sie haben sich eine Route ausgesucht, die durch den Wald führt. Dort ist es schattig und nicht so heiß. Plötzlich bremst Clara. »Warte, Vera, ich habe einen Platten!« Tatsächlich hat Claras Hinterrad keine Luft mehr. »Ich muss durch Glasscherben gefahren sein. So ein Mist!« Keine der beiden hat etwas zum Reparieren mitgenommen. Ausgerechnet mitten im Wald. Vera schaut sich um. Hier kommt niemand vorbei. Keiner kann uns helfen. Wir müssen die Räder jetzt schieben. Vielleicht sehen wir irgendwo ein Haus. Wir müssen erst einmal aus dem Wald hinaus. Clara und Vera schieben ihre Räder. Nach einer Weile entdecken sie einen alten Bauernhof. »Hoffentlich ist jemand zu Hause«, sagt Clara. Sie hat schlechte Laune. So hatte sie sich den Ausflug nicht vorgestellt.
Zum Glück öffnet ihnen ein junger Mann die Tür. Er hört sich ihre Geschichte an. »Ach, das haben wir gleich.« Er holt einen Koffer mit Werkzeug. Dann repariert er den Reifen. »Wollt ihr eine kleine Pause machen? Ich habe gerade Tee gemacht und Kekse habe ich auch.« Clara und Vera freuen sich über die Hilfe. Und eine kleine Pause machen sie auch gerne. Plötzlich fährt ein Polizeiauto auf den Hof. 2 Beamte steigen aus. Sie kommen durch die offene Haustür in die Küche. »Herr Müller, Sie sind verhaftet.« Thomas wundert sich. »Aber warum denn?« »Sie werden verdächtigt, Drogen zu züchten. Ein Nachbar hat Sie angezeigt.« Clara isst aufgeregt ihren Keks. »Das ist ja wie im Tatort.« Thomas findet das Ganze gar nicht lustig. »Das war bestimmt Herr Meier. Der ist nur neidisch auf mein Gewächshaus. Dort züchte ich aber nur seltene Pflanzen und Kräuter. Schauen Sie doch selber nach.« Die Beamten untersuchen das Gewächshaus. Tatsächlich finden sie dort nur Blumen und Gewürzpflanzen. »Sehen Sie, ich bin unschuldig. Nur weil ich Pflanzen liebe, bin ich doch kein Drogenzüchter.« Die Beamten entschuldigen sich und fahren davon. »Aber wir werden das noch ganz genau prüfen. Sie hören von uns.« Clara und Vera sind fast ein bisschen enttäuscht. Beinahe hätten sie einen echten Krimi miterlebt. Aber Thomas ist wirklich ein netter junger Mann und seine Kekse sind einmalig lecker. Das ist eine gute Entschädigung für das entgangene Drama. Fortsetzung folgt. Niklas als Zeuge. Niklas sitzt im Gerichtsgebäude auf dem Flur. Er muss dort warten. In wenigen Minuten wird er aufgerufen. Dann muss er in den Gerichtssaal. Niklas ist als Zeuge vor Gericht geladen worden. »Herr Kranz, bitte.« Niklas geht in den Saal. »Guten Tag, Herr Kranz. Bitte nehmen Sie hier in der Mitte Platz.« Die Richterin zeigt auf einen Stuhl in der Mitte des Raumes. Niklas setzt sich. Er ist aufgeregt. Niklas war noch nie beim Gericht. »Herr Kranz, vor Gericht muss man die Wahrheit sagen. Wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar.« Niklas nickt. Er kennt das aus dem Fernsehen. Niklas schaut gerne Krimis. Die Richterin überprüft seine Personalien. Name, Alter, Wohnort und Beruf. »Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert?« Niklas nickt wieder. Dann schaut er den Angeklagten an. Er ist sein alter Freund Thomas. Dieser wurde von seinem Nachbarn angezeigt. Angeblich soll er in seinem Gewächshaus Drogen züchten. Niklas weiß, dass das nicht stimmt. Er möchte Thomas helfen. Die Richterin fragt ihn nach seinem letzten Besuch bei Thomas. »Was haben Sie dort gemacht?« Niklas antwortet. »Wir haben Tee getrunken und Kekse gegessen.« »Aha, Kekse. Was war in den Keksen?« Niklas überlegt. »Das ist schon so lange her. Es waren ganz normale Kekse, allerdings war noch Majoran drin. Das ist ein Geheimrezept.« »Naja, jetzt ist es nicht mehr geheim.« Die Richterin glaubt ihm nicht. Das sieht man ihr deutlich an. »Schauen Sie, ich habe noch Reste davon. Thomas hat mir eine ganze Dose voll geschenkt.« Niklas muss die Dose zur Richterin nach vorne bringen. Sie riecht an den Keksen. Dann holt sie den Staatsanwalt zu sich. Auch er riecht an der Dose.
Warum haben Sie das nicht früher bei der Polizei abgegeben? Dann wäre das schon untersucht worden. Die Richterin ist verärgert. Weil die Kekse so lecker sind. Ich wollte sie behalten. Außerdem wusste ich, dass wirklich nur Majoran drin ist. Niklas wird als Zeuge entlassen. Er möchte noch im Saal bleiben. Er will unbedingt wissen, wie die Verhandlung weitergeht. Schließlich hat die Richterin festgestellt, dass Thomas nicht schuldig ist. Er züchtet wirklich nur seltene Blumen und Gewürzpflanzen. Sein Nachbar hat sich geirrt. Er hat viele Vorurteile. Ein junger Mann mit Gewächshaus, das kann ja nur kriminell sein. Hahn im Korb sein. Diese Redewendung verwenden wir, wenn jemand der einzige Mann in einer Gruppe von Frauen ist. Damit du genau verstehst, was damit gemeint ist, hier ein Beispiel. Uwe findet Breakdance gut und würde gerne einen Tanzkurs besuchen. Am ersten Tag im Kurs wundert er sich, dass er dort der einzige Mann unter vielen Frauen ist. Also ist Uwe der Hahn im Korb. Die Sterne leuchten hell und der Himmel ist so dunkel. Schau, wie sensationell die Sterne heute funkeln. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir schauen raus am nächsten Morgen und wir sehen die Sonne aufgehen. Bei dir fühle ich mich geborgen. Ich will nie wieder aufstehen. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir liegen zusammen auf der Wiese und trinken beide ein Glas Wein. Ich spüre eine leichte Brise und weiß, es könnte nicht schöner sein. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein.